Erika liebt Justus und Justus liebt Erika. Trotzdem haben sie sich entschieden, ihr Leben auch mit anderen Partnern zu teilen. Ein Experiment. Man kann einen Menschen ganz besonders lieben, vielleicht auch zwei. Aber warum soll ich mich da so einschränken? Ja, Liebe ist für mich, kann man durchschneiden und sie bleibt zweimal gleich groß. Hallöchen, da bist du ja. Am nächsten Morgen kommt Justus von einer Geliebten nach Hause und freut sich auf seine Frau Erika. Ich habe ein kleines Frühstück gemacht. Wie geht's dir denn? Ich schwebe noch. Kommst du von deiner Ute angeschwebt? Ja. Hat sie denn irgendwie sowas wie Eifersuchtsgefühle oder sowas mir gegenüber? Bisher noch nicht. Kann ja noch kommen. Das hatten wir ja schon mal. Hatten wir ja schon mal. Das ist. Nein, es war eigentlich. Nur eins hat sie gestört. Dass ich schnarche nachts. Seit 10 Jahren sind Erika und Justus zusammen. Durch ihn begann sie, Polyamor zu leben, was so viel bedeutet wie mehrere lieben. Beide waren über 50, als sie ihr bisheriges monogames Leben über den Haufen warfen. Ich stelle in Frage, dass der Satz stimmt, dass man nur in einer Beziehung zu zweit glücklich werden kann. Ich behaupte, dass da auch 3 oder 4 oder 5 Liebe füreinander empfinden können, ohne dass es irgendjemandem was wegnimmt. Das glauben auch Mara und Silvio. Der Psychologe und die Kunsttherapeutin sind seit 7 Jahren ein Paar. Trotzdem verbringt Silvio ab und zu eine Nacht mit seiner Geliebten und Mara trifft sich mit ihrem Liebhaber. Es sind langjährige und verbindliche Beziehungen, bei denen es nicht nur um Sex geht. Doch ist es wirklich möglich, mehr als einen Menschen zu lieben? Komm, Anna, wir machen Überschläge. Komm. Als vor 4 Jahren Tochter Anna geboren wurde, lebten sie eine Zeit lang monogam, weil Mara es sich so wünschte. Die beiden sind sich einig, dass ihre Zweierbeziehung und die Familie an erster Stelle stehen. In ein paar Monaten wollen sie heiraten, trotz Polyamorie. Also ich bin Romantiker. Ich würde das nicht machen, wenn ich jetzt nicht denken würde, dass ich jetzt mit Mara mein Leben zusammenbleibe. Passt das eigentlich zusammen, Polyamor zu leben und trotzdem zu heiraten? In meinem Realitätstunnel ist das kein Widerspruch. Ich bin ja keiner, der sich vor Beziehung oder Einlassen oder etwas flüchten will. Es soll ruhig jeder wissen, dass Mara meine Frau ist. Sondern im Gegenteil, ich bin vielleicht einfach ein Beziehungsfreak oder ein Beziehungsjunkie, dem das einfach sehr gut gefällt, intensiv in Beziehung zu stehen. Also wie sich das dann weiterentwickelt, ja, vielleicht kommen da auch mal Phasen, wo wir monogam sind. Also ich schließe das auf jeden Fall nicht aus. Nö, ich auch oder nicht. Wo ich mal monogam bin. Man weiß ja nie, wo man dann letztlich landet, ne? Jede Verabredung mit den Geliebten wird von den beiden exakt geplant, um die Termine in den Familienalltag zu integrieren. Mara und Silvio verhandeln, wer sich wann mit wem trifft. Also... Ich frage da die Doris oder vielleicht die Paula, wenn da irgendwie was... Ob die Zeit haben, ja Nee, gut, ja. Ja, ich bin Wir mir nicht machen ganz ja klar. etwas Also, Gemütliches. der Marco hat sich halt, da hatten wir einfach überlegt, dass wir einfach uns einen schönen Abend machen. Noch als Geburtstagsgeschenk hat er sich das gewünscht. Das heißt, da musst du eher ihn massieren, ne? Ja, genau. Also bei Doris, die kann eigentlich immer Montag oder Mittwoch. Sag mal, ist das immer so entspannt zwischen euch? Nee. Nicht immer. Aber ich glaube, jetzt würde das genauso ablaufen, Genau. wie es jetzt abläuft. Also,
Wenn es nicht entspannt ist, dann ist es irgendwie, weil ich zum Beispiel überrascht bin, welche Frau er gerade treffen möchte. Oder du überrascht bist, welchen Mann. Was denn? Also ich wünsche mir, dass nachdem wir uns getroffen haben oder nachdem Mara bei jemand anderem war, dass sie dann die Nacht mit mir verbringt und dass wir noch irgendwie eine gute Zeit haben, am besten auch Sex haben. Und also das finde ich am besten. Und Mara, die... ich habe das nicht immer, das Bedürfnis. Ja, also ich brauche manchmal noch meinen eigenen Raum. Die braucht dann noch irgendwie so 12 Stunden für sich. Und das finde ich dann furchtbar. Erika und Justus haben Besuch von Klaus, einem Geliebten von Erika. Alle drei verbindet eine tiefe Freundschaft. Die Möglichkeit einer Liebe mit nur einem Menschen sehen sie für sich nicht mehr. Dabei waren sie ihr ganzes Leben monogam, haben mit ihren Familien gelebt und Kinder großgezogen. Justus arbeitete als Ingenieur, Erika als Lehrerin. Bevor sie Justus kennenlernte, war sie 20 Jahre verheiratet. Mein Mann ist ja dann oft fremdgegangen, wie das so in der Gesellschaft oft üblich ist, heimlich, sich woanders dann zu suchen, um seine Bedürfnisse abzudecken. Ja. Ich habe unendlich darunter gelitten. Ich bin so erzogen worden zum Beispiel, dass für mich überhaupt nicht die Frage aufgekommen ist, dass ein anderes Leben geht, als monogam sich zu binden. Das ist mir auch so gegangen früher. Man hat sich gar keine Gedanken gemacht über die Form. Es kam nur ein Partner in Frage. Ja. Und mit dem Partner hat man ja auch nicht mehr beredet, was ist, wenn wir uns nicht so gut verstehen. Man hat alles andere ausgeklammert. Man ist wirklich wie mit Scheuklappen in die Monobeziehung rein, bis es gekracht hat. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass ich mich mal scheiden lasse. Das war unmöglich, undenkbar. Da habe ich nicht dran gedacht. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich diesen Schritt getan habe. Bis hin eben dazu, dass ich auch die Möglichkeit bedacht habe, mehr als eine Frau zu lieben. Und bei mir war das so, dass ich also erst im Laufe eigentlich des letzten Jahrzehnts gemerkt habe, dass das sehr gut geht. Hände reiben ist ja auch üblich vorher. Oh, na gut. Das geht um das Genießen der Berührung. Und Berührung ist eine Geschichte, die nicht unbedingt mit Sex zu tun hat. Das kann passieren, aber das ist sehr oft auch einfach bloß Wohlfühlen und spüren, was unser Körper für ein Geschenk ist. Auch Silvio und Mara werden den Abend mit ihren Geliebten verbringen. Wie immer verabschieden sie sich voneinander. Du siehst ja nett aus. Ja, genau. Ich bin ja zum Tanzen verabredet. Leider nicht mit mir. Tja, du machst ja dafür andere schöne Sachen. Es gibt diese Eifersucht, wenn Mara vielleicht zu jemand geht und mir das irgendwie nicht so ganz passt und so. Und auf der anderen Seite habe ich ja deswegen auch meine Freiheit. Also ein Freund von mir hat das mal so formuliert, wählst du einfach möglichst viel Lust und Lebendigkeit oder wählst du halt mehr die Schmerzvermeidung? Da bin ich irgendwie schon von meiner Art her so ein Typ, der eigentlich sich immer für die Lebendigkeit entscheidet, auch wenn das ein bisschen mehr wehtut. Und ich eher nicht so. Ne? Ja, okay. Tschüss. Ciao, ciao. Oh. Schon als Teenager hat sich Silvio in mehrere Mädchen gleichzeitig verliebt. Und bis heute sieht er keinen Grund, das zu ändern. Seine Geliebte Anjou wohnt im Haus gegenüber und ist seit 12 Jahren verheiratet. Sie war es, die auch ihren Mann von der Polyamorie überzeugte. Heute ist er im Kino. Harald bringt Mara Salsa-Tanzen bei. Er hat verschiedene Freundinnen, aber anders als Mara keine Hauptbeziehung. Die beiden sind seit 8 Jahren Freunde.
irgendwann bin ich zur Mara gegangen und ich möchte eigentlich ein fester Geliebter von ihr werden und sie eigentlich einmal im Monat mindestens sehen. So, genau, das war's. Und habe gesagt, soll sie mal überlegen und so. Genau. Ja, genau. Also es war schon eine Freundschaft und dann, ja, es ist irgendwie, haben wir uns dafür geöffnet, oder? Mhm. Genau. Mein Hauptpartner ist der Silvio und es ist auch jetzt nicht, gibt da kein Bestreben von dir, irgendwie an eine Partnerstelle zu rücken oder so. Das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig so die Platzierung so irgendwie, ne? Und, ja. Darf ich bitte? Okay, ja. Ja. Gerne. Ja, hoch, erstmal Füße gucken, kontrollieren. Wie war das nochmal mit den Armen? Was hast du da eben gesagt? Die tragen sich selber. Okay. Genau. Und so. Hab ja fast. Da war ja auch schon der Bart total weiß. 10 Jahre her. Als Erika und Justus sich kennenlernten, war er seit vielen Jahren mit seiner Frau Margarete verheiratet. Weil er sich immer wieder für andere Frauen interessierte, beschlossen sie, eine offene Ehe zu führen. Mit ihr hat er auch die Kontaktanzeige entworfen, auf die sich Erika meldete. Sie konnte anfangs die Toleranz seiner Frau nicht fassen. Ich bin dann so ja noch, ich weiß nicht, in die Küche gegangen zu ihr und habe gesagt, Mensch, sag mal, wenn der zu mir nach Lindow fährt, du weißt doch ganz genau, dass wir nicht nur Händchen halten. Wie gehst denn du damit um? Das war mir also zu dem Zeitpunkt nicht so richtig nachvollziehbar, wie das so locker geschehen kann. Und da hat sie nur gesagt, solange er bei mir präsent ist das okay. Und außerdem, was denkst du, wenn der zurückkommt von dir, was der für aufgeladene Batterien hat? Sie lebten zu dritt. Und auch die Frauen wurden enge Freundinnen. Als Justus' Frau Margarete Krebs bekam, pflegten Justus und Erika sie bis zu ihrem Tod. Ich glaube, man kann sogar sagen, sie war froh darüber, dass sie Erika kannte, als ihr klar war, dass sie nur noch eine kurze Zeit zu leben hatte. Es war auch ihre Idee, dass Erika hier ins Haus gezogen ist, grob 1 Jahr bevor sie dann gestorben ist. Bevor sie gestorben ist, hatten wir beiden Frauen noch mal ein Gespräch, wo sie gesagt hat, wenn ich gehe, weiß ich, du bist da für Justus und das ist gut so. Schon vor Jahren kauften sie ein Grundstück in der Nähe von Berlin. Durch Margaretes Sterbebegleitung entstand die Idee, eine Wohngemeinschaft zu gründen für Menschen, die mit mehreren Partnern alt werden wollen. Jetzt sind sie beim Ausbau des Hauses und suchen Interessierte, um gemeinsam und ohne Pflegeheim alt zu werden. In so einer Gruppe, wie wir sie da im Aura haben, stelle ich mir vor, dass es einfach total normal ist, das auch zu erspüren. Wann braucht der andere mal berührungsmäßig was und wie weit das dann geht. Das wird die Situation ergeben. Was für uns eben selbstverständlich ist und auch in dieser Gemeinschaft bis ins hohe Alter sein sollte, ist Sexualität im Alter. Sexualität erhält jung, macht Spaß, ist erfrischend. Und man braucht nicht den Gang ins Fitnesscenter. Mara und Silvios Geliebte Anjü proben gemeinsam, um auf Silvios Geburtstag aufzutreten. Inzwischen sind sie Freundinnen. Doch vor ein paar Monaten, als Silvio und Anjü sich näher kamen, hatte Mara Vorbehalte. Die Anjü, ne, wer weiß, sie ist bestimmt irgendwie ganz besonders und besser und anders als ich irgendwie im Bett oder wie auch immer. Klar, ne, so, also verliebt sich der Silvio jetzt vielleicht in die Anjü? Also sowas habe ich schon auch gedacht, ne? Also nicht, es war irgendwie jetzt nicht super begründet, ja, aber es ist schon auch ein Gefühl, was ich eigentlich bei fast jeder Frau kenne, wo der Silvio sich neu einlässt. So, das dann kann ich mir dann immer gut angucken, ne, was
beneide ich denn vielleicht an Herrn Hü, ne? So, und was hätte ich denn vielleicht selber gerne? So, das ist es halt, das ist die Chance da drin. Also ich habe im Grunde lange Abstand gehalten, auch einfach. Und es war für mich auch nicht so dringend, jetzt mit Silvio ins Bett zu gehen oder so. Und das war dann auch so ganz allmählich, so mit erstmal einer Massage und dann immer gucken, wie ist es jetzt für dich, also für die Mara und wie ist es auch für den Michael. Also es war damals in dieser Zeit auch so, dass das auch für Micha noch ganz, also für meinen Mann noch ganz neu war. Ja, und deswegen ging das alles sehr, sehr langsam. Total. Hi, hi. Hi. Na? Mara und Silvio leben mit einigen ihrer Freunde und Partner auf einem Bauernhof in Brandenburg. Harald arbeitet als Ingenieur. Kalinka ist Lehrerin. Mit ihr war Silvio vor 10 Jahren zusammen, als er Mara kennenlernte. Sie alle wissen, dass das Experiment, mehrere zu lieben, nicht immer leicht ist. Was ich super finde, ist, dass wir uns einfach hier gegenseitig unterstützen in dem Thema. So, das finde ich was ganz Wichtiges. Und also, dass auch Raum ist für alles, was da ist, auch für alle Gefühle, die da sind und für die Schwierigkeiten, die da sind. Und das ist einfach sehr unterstützend. Ich glaube, in dem Moment, wo Leute das alleine versuchen und nicht auch eine Unterstützung haben, einen Austausch haben mit anderen Menschen, wird es schwierig. Mehrere Beziehungen gleichzeitig zu leben, das heißt auch viel miteinander zu reden, um Konflikte aus der Welt zu schaffen. Besonders Männer unterschätzen diesen Aspekt. Also für Männer ist es natürlich erstmal im Sinne ihrer Fantasie, dass sie sich das natürlich wünschen, jeden Tag eine andere im Bett und so, ganz toll. Im real gelebten Polyamorie, dann merken die Männer aber oft, dass sie einfach überfordert sind und dann kommt so die Stunde der Frauen, die in der Regel mit diesen komplexen Verflechtungen, die damit entstehen, wesentlich besser klarkommen. Also ich persönlich muss sagen, ich finde als Frau, ich lebe viel mehr auf. Also ich werde viel freudvoller irgendwie, ja. Man muss halt auch sehen, dass in unserer Kultur natürlich ein Mann, der irgendwie sagt, ich habe Lust auf mehrere Frauen und ich schaffe das auch, ne, ich kriege das hin, ist natürlich schon so ein bisschen, das ist ein toller Hecht und so. Ne? Cooler Bursche, so. Aber eine Frau, die sagt, ich habe mehrere Männer oder Lust auf mehrere Männer oder ich schaffe das. Gibt es immer noch diese Verurteilung. Ja, dann bist du halt irgendwie eine Hure. Das Mädchen, was weiß ich. Ne? Also die ersten paar Jahre, wenn ich da irgendwie mit mehreren Männern zu tun hatte, da habe ich selber total damit zu tun gehabt, oh Gott, bin ich jetzt ein Flittchen? Wie gucken die anderen jetzt auf mich? Wie gucke ich, also es war schon die Frage, wie gucken die anderen, aber ich habe auch in mir drin die Verurteilung immer gehabt, ja. Heute bin ich stolz drauf. Jetzt könnt ihr suchen kommen. Okay. Wie weit ist das Territorium ausgeweitet? Also es ist von da bis da der Baum. Justus hat 4 erwachsene Kinder. Seine Tochter Regine ist die jüngste. Sie und ihre Geschwister wissen von den Geliebten ihres Vaters. Warm, warm, heiß. Heiß, ganz heiß. Ja. Vor einigen Monaten hat sich Regine in einen Mann verliebt und will mit ihm zusammenziehen. 5 Monate dann zusammenziehen? Nicht ein bisschen früh? Nee. Nee? Nee. Na, könnt ihr wieder auseinanderziehen, stimmt ja. Ja. Und ich sag mal, rein theoretisch halte ich es schon für möglich, dass sowohl dein Freund jetzt oder dass du dich vielleicht doch mal verliebst. Ja? Momentan kann ich mir das nicht vorstellen. Also, da reicht mir mein Freund voll und ganz. Aber, also, jeder soll ja so glücklich werden wie das. Aber meins ist es nicht. Wir wollen ja keinen missionieren, so ist das ja nicht. Wir wollen bloß rüberbringen, wir leben halt anders. Und da gehört eben dazu, einfach zu sagen, warum soll ich nur einen Menschen lieben können? Wird noch eine Weile brauchen. Aber ich glaube, die klassische Familie wirst du nicht, die wird nicht verschwinden. Mit Mutter, Vater, Kind und Hochzeit. Eine Hochzeit soll es auch bei Silvio und Mara werden. Dieser Tradition kommen sie bald ein Stück näher. Aber auf ihre Dates wollen beide trotzdem nicht verzichten.
Für uns wäre das jetzt nicht denkbar, dass wir ein heißeres Liebesleben mit unseren Geliebten führen und weniger das bei uns pflegen. Wenn man jetzt mit anderen immer wieder Erotik und Sinnlichkeit teilt, also mir geht schon so, dass das die Marder für mich auch irgendwie attraktiv macht. Und wenn ich sehe, dass andere Männer sie begehren und sowas, das wirkt schon auf mich schon ein bisschen aphrodisisch. Mara dagegen kämpft immer wieder mit ihrer Eifersucht, wenn Silvio zu einer der anderen Frauen geht. Sie möchte ihm seine Freiheit lassen, auch wenn es ihr immer wieder schwerfällt. Es gab bei mir auf jeden Fall einen Punkt, wo ich das Gefühl hatte, nee, mir würde das reichen, mit Silvio zusammen zu sein. So, und ist aber nicht wasserdicht geprüft, diese Theorie. Das nee, weil wir es ja nicht gelebt haben, deshalb weiß ich es ja nicht. So, also das müssten wir eigentlich noch mal überprüfen, indem wir das länger leben. Aber das bisher haben wir das nicht getan. Ne? Wenn der eine mehr, wie ich, vielleicht mehr die monogame Tendenzen hat und Silvio aber mehr die Polyamoren, da suchen wir halt nach dem Punkt, wo das für uns beide, wo wir da gut mit sein können. So. Und das finde ich, ja, da haben wir echt wirklich viel uns auseinandergesetzt und ist auf jeden Fall sehr konstruktiv immer wieder gewesen und ist es immer noch. Auch Erika und Justus loten immer wieder aus, wie weit jeder von ihnen gehen kann. Gerade hat sich Justus in eine neue Frau verliebt. Zumindest schwebe ich im 7. Himmel. Halleluja. Oder wie heißt das jetzt? Wolke 9. Ach ja, Wolke 9. Wolke 9, ja. Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich in Zukunft vielleicht mal in unserer Gemeinschaft. Das wird sich zeigen. Ja. Kommt ja jetzt drauf an, wann die nächste Begegnung ist, wie das abläuft, ob wir uns zu dritt auch mal sehen. War ja bisher erst eine Nacht, aber die war sehr schön. Uiuiui, ich sehe, wie deine Augen leuchten. Mein Gott. Ja, müssen wir gucken, ob das so bleibt. Du bist ja richtig kritisch eingestellt. So, nicht richtig kritisch, aber ein bisschen vorsichtig. Ich schwebe ja nicht so im 7. Himmel wie du. Eine neue Flamme ist erstmal Ausnahmezustand. Ne? Mir wäre natürlich lieber, wenn wir auch öfter mal ein Treffen zu dritt haben. Aber wenn es sich aus irgendwelchen Gründen jetzt nicht so ergibt und ihr lieber so euer Ding zu zweit macht, dann gibt es einen kleinen Seufzer, dann sage ich, es ist schade, aber es ist auch okay. Dann müssen wir nur gucken, dass es von der Zeit her ein bestimmtes Limit nicht überschreitet. Sonst spüre ich mich so wie die kleine Erika, die zu kurz kommt. Justus ist auf dem Weg zu seiner neuen Freundin Hanne, einer Ärztin, die er letztes Wochenende auf einem Workshop kennengelernt hat. Ich glaube, so ein Verliebtsein kann man nicht steuern. Der andere spürt dann auch, wie die Liebe zu dem anderen Partner noch da ist und dass plötzlich was Zusätzliches dazu gekommen ist. Justus wird die Nacht bei seiner neuen Geliebten in Berlin verbringen, während Erika zu Hause auf ihn wartet. Ich habe am Anfang schon öfter mal so eifersüchtige Gefühle gehabt. Vielleicht ist es auch noch so ein Rest von der kleinen, zu kurz gekommenen Erika, die da dann was spürt. Ein Sonnabend im Juni auf der Burg Eisenhardt in Belzig. Also ich habe einfach gemerkt, so, dass das noch mal ein weiterer Schritt, so, das auch vor dem Staat oder vor der Gesellschaft noch mal verbindlicher zu machen und wirklich auch zu all dem, also zum Silvio, so wie er ist, und zu unserem Leben, so wie es ist, Ja zu sagen. Mit Ihrem Ja-Wort heute versprechen Sie sich, zusammen zu bleiben, sich gegenseitig zu unterstützen, was auch kommen mag. Und bevor wir gleich dazu kommen, wollen wir das nächste Musikstück hören, das die Braut für ihren Bräutigam
als Überraschung ausgesucht hat. Ich habe Angst und will es doch riskieren. In Maras Lied geht es um Sehnsucht und darum, sich und dem anderen zu vertrauen, auch wenn es nicht immer ohne Angst geht. Nach 7 gemeinsamen Jahren sagen Mara und Silvio auch offiziell Ja zueinander. Sie versprechen sich Treue und Verlässlichkeit. Nein zu sagen zu den anderen Liebhabern bedeutet es auch in Zukunft nicht, trotz Eifersucht. Doch jetzt geht es erst einmal in die Flitterwochen. Um ihre Liebe zu schützen, haben Justus und Erika eine Vereinbarung. Keiner von beiden darf hier mit einem anderen Partner übernachten. Das Boot gehört nur ihnen. Liebe braucht einfach Inseln. Und auch in einer Polybeziehung mit einer Person wird es Inseln geben, mit der anderen Person andere Inseln. Ja. Wenn alles jetzt, sagen wir mal, zu ersetzen ist durch Kontakte mit anderen Personen, wenn wirklich alles ersetzbar wäre, da gibt es noch so einen kleinen Stich vom Ego, wo man sich sagt, das möchtest du einfach für dich noch haben. Am nächsten Morgen ist Justus' neue Freundin Hanne zu Besuch bei den beiden. Beide wissen, dass sie Justus mit einer Liebe immer teilen müssen. Dem Bulli, seiner einzigen lebenslangen Geliebten. Vor allen Dingen, die kann ja auch immer einen neuen Lack auftragen. Was ich an der Geliebten rumgeschmürgelt habe, das kann ich keinem anderen zumuten. Polyamor kommt vom Polieren. Hanne weiß, dass Justus und Erika eine große Liebe verbindet und sie als Dritte dazukommt. Nicht alle kommen mit einer solchen Situation gut klar. Jetzt wird's glatt. Das setzt natürlich irgendwie Menschen voraus, die quasi die eigenen Probleme mit Eifersucht und Besitzdenken ein bisschen zumindest bearbeitet haben. Ja. Ja, und zumindest wissen, wie fühlt sich das an, wie kann ich das überwinden, wie kann ich sozusagen in Beziehungen bei mir selbst bleiben. Was in der Normalität der Gesellschaft meistens läuft, ist ja anders. Da passiert das heimlich, ohne Zustimmung oder ohne Wissen des anderen und dann gibt's den Ärger oft. Gibt's immer Krachbumm. Ja, könnte sein. Unbestritten werden die meisten Paare zu zweit und ohne Seitensprünge glücklich. Doch Justus und Erika glauben an die Liebe zu dritt oder viert. Ihrem Traum der alten Gemeinschaft sind sie ein Stück näher gekommen. Auch andere Menschen interessieren sich für ihr spezielles Projekt. Aber ob sie alle in Liebe zusammen alt werden können? Mehrere zu lieben, ist ein Wagnis mit ungewissem Ausgang.